I'd just like to make a few comments and then we could have any other points that have come up we could share. Ich werde einige Bemerkungen machen und dann können wir sehen, was Gebote kommen, die wir gemeinsam miteinander teilen. About the use of this word secular that some of you raised. In some ways secular is just a term that we generally use now to denote something that is not religious. Zum Begriff säkular, was einige von euch angesprochen haben, das ist ein Begriff, den wir heute einfach benutzen, um etwas zu bezeichnen, was nicht religiös ist. And I think I use this term to really raise a question, namely, do we best think of the Dharma as a religion? Und ich denke, ich benutze diesen Begriff vor allem, um eine Frage zu stellen. Ist es am besten, wenn wir uns den Dharma als eine Religion denken? I mean, do we, in order to practice the Dharma fully, do we need the formal structures of what we identify as religious? Do we need them? Brauchen wir, um den Dharma voll zu praktizieren, die formalen Strukturen, die wir als religiös bezeichnen? And what we looked at this morning is to question whether we do need to base our practice on the acceptance of certain fundamental truths, which is again a characteristic of a religion. Die Frage, die wir heute Morgen stellten, war die Frage, müssen wir gewisse Wahrheiten akzeptieren als fundamentale Wahrheiten, wie das für Religionen normalerweise üblich ist. Do we need, in order to practice the Dharma, communal structures that are usually split between monks or priests or some ordained body of people on the one hand and the laity, those who do not have authority on the other? Do we need this bifurcation, this split? Brauchen wir, um den Dharma gemeinschaftlich zu praktizieren, die Spaltung in eine Körperschaft von ordinierten Mönchen oder Nonnen auf der einen Seite und Laien, sogenannten Laien auf der anderen Seite, die keinerlei Autorität haben? Brauchen wir diesen Zwiespalt? Or is this a legacy of pre-modern cultures to create these binary models of authority and non-authority? Oder ist es einfach eine Erbschaft früherer Kulturen, diese binären Modelle von Autorität und Nicht-Autorität zu kreieren? And remember also that authority in religion is very often based upon claims to truth. Und wir sollten auch daran denken, dass Autorität in der Religion gewöhnlich auf Wahrheitsansprüchen gründet. So for me the issue around truth is not just a philosophical one, it also has to do with questions of power. Für mich ist darum die Frage nach Wahrheit nicht nur eine philosophische Frage, sondern sie betrifft auch die Frage nach Macht. So in other words, the person who has power is the person who has gained some privileged access into the nature of truth. Anders gesagt, die Person, die Macht hat, ist zugleich die Person, die einen gewissen privilegierten Zugang zur Wahrheit hat. So that's one of the issues that I'm trying to raise or to point to as a question, not as a final statement, about by using the word secular. Also das ist einer der Punkte, die ich als Frage gewissermaßen stellen möchte, wenn ich den Begriff säkular benutze. But secular also implies a concern with this time and with this world. Aber säkular umfasst auch eine Sorge, eine Besorgnis um diese Welt und diese Zeit. Secular comes from the Latin word seculum, which means this age
Und das Wort säkular kommt von dem lateinischen Wort seculum, das dieses Zeitalter bedeutet. Whereas most religions, although they will be concerned about the suffering of this world, they also promise or suggest that life continues after death in some form, and that is what we should really be concerned about. Und die meisten Religionen, obwohl auch sie eine gewisse Sorge um das, was in dieser Welt geschieht, haben, versprechen aber etwas, was sozusagen jenseits des Lebens betrifft, und dort ist das Eigentliche, um das wir uns kümmern sollten. So a secular Dharma would be one that is exclusively concerned with the dukkha that we experience on this planet in this time. Also säkularer Dharma wäre demnach etwas, was sich ausschließlich mit dem Dukkha befasst, das wir in dieser Zeit, in dieser Lebenslage erfahren. Secular also denotes a space of tolerance. Außerdem bezeichnet säkular einen Raum der Toleranz. This is how the Dalai Lama uses the term. Das ist es, wie der Dalai Lama diesen Begriff benutzt. The Dalai Lama says that he was inspired to use the word secular on his studying the Indian Constitution. Der Dalai Lama sagt, er wurde dazu inspiriert, den Begriff säkular benutzen, als er die indische Verfassung studierte. The Indische. Yeah. The Indian Constitution is secular in the sense that it does not privilege any one religious grouping. Die indische Verfassung ist in dem Sinne säkular, dass sie nicht irgendeine spezifische religiöse Gruppierung privilegiert. And so the state is not Hindu or Muslim or Jain or Buddhist. It doesn't have a religious identity and thereby is able to treat all religious denominations equally. Der indische Staat ist nicht hinduistisch oder buddhistisch oder jainistisch oder irgendwie anders und privilegiert nicht irgendeine Religion über die anderen. And so it can treat all religions equally. Und behandelt alle Religionen als gleichberechtigt. So I use the word secular in all of these senses. Und ich verwende den Begriff säkular in all diesen Bedeutungen. And the lady here asked about how that ties in with spiritual, secular spiritual. Die Dame hier stellte die Frage, wie das sich mit spirituell oder zu spirituell verhält oder damit verknüpft. I don't see these two terms in opposition to each other. Ich sehe keinen Gegensatz zwischen diesen beiden Begriffen. If we embrace a spirituality that is not identified with any particular religion or formal religion, then that's a secular spirituality. Wenn wir eine Spiritualität umarmen, die sich nicht mit irgendeiner bestimmten religiösen Tradition identifiziert, dann haben wir eine säkulare Spiritualität. If we embrace a spirituality that is concerned entirely with the suffering of life on this earth, in this time, then we have another secular spirituality, not a spirituality that's concerned with what happens after death. Wenn wir eine Spiritualität umarmen, die sich ausschließlich mit dem Leiden in unserer Zeit und in unserer Welt befasst, auch dann haben wir eine säkulare Spiritualität und nicht eine, die mit irgendwelchen Dingen jenseits unseres Lebens befasst ist. And if we embrace a spirituality that gives equal respect to all religious traditions, again, we have a secular spirituality. Und wenn wir eine Spiritualität umarmen, die gleichermaßen Respekt zu allen oder gegenüber allen religiösen Traditionen bezeugt, auch dann haben wir eine säkulare Spiritualität. That's all I really have to say about it. We have a few minutes left before lunch. Would anyone like to raise any point that came up, say, during the meditation or on reflection of what we've been talking about?
Es gibt noch einige Minuten vor der Mittagspause. Gibt es irgendwelche Punkte, die jemand gerne aufbringen möchte, sei es, dass sie zur Meditation oder zu anderen Punkten, über die wir gesprochen haben, gehören? I was struggling with that notion that on the one hand we understand c'est la vie, and the second point is so how to deal with this. And then the answer is I'm not sure whether I got it right. Understand craving and get rid of craving. Is that? And the other question I have is, what is the reason? Why should we accept the tasks? Okay. Do you want to say that in German? All right. Ich hab gefragt, wenn man c'est la vie, so ist das Leben, Conditio Humana akzeptiert, was ist dann der nächste Schritt? Was sollte folgen? Was ist die Konsequenz? Und warum sollten wir die 4 Aufgaben akzeptieren? Well, the fuller answer to your question will come this afternoon and tomorrow. Also die umfassendere Antwort auf deine Frage wird heute Nachmittag und morgen kommen. But I do think it's worth emphasizing that this whole practice of the Dharma, and again this has got nothing to do with secular or religious, it has to do very much with having an honest, open embrace or acceptance of the state you find yourself in at any given moment. That sounds simple, but it's actually very difficult. Aber ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass dieser Ansatz, den Dharma zu praktizieren, damit einhergeht, die Situation, in der wir uns befinden, voll und ganz zu umarmen, zu umfassen, anzunehmen. Und das ist in keiner Weise eine leichte Sache. But that to me is the foundation for what follows. Aber das ist die Grundlage für das, was folgen wird. And as we'll see in the rest of this weekend, this then leads to questions. The fundamental question is, then what do I do? If this is the situation I'm in, what do I do? Und wenn wir, wie wir sehen werden im Verlauf dieses Wochenendes, wird das zu der grundlegenden Frage führen, was ist es dann, was wir tun, wenn wir das akzeptieren. And this raises questions of compassion, of concern for others, concern for our own well-being. How do I act in a way that addresses these concerns? Und das führt zu der Frage nach aktivem Mitgefühl, zu der Frage der Sorge um andere, für das, was wir für andere tun. And as to the second question, why must one accept these 4 tasks? Und was die zweite Frage betrifft, warum wir diese 4 Aufgaben annehmen sollten? Well, there is no ought issue at all, and you don't have to. It's up to you. Da gibt es überhaupt kein sollte, man muss diese Aufgaben nicht annehmen. One would undertake them if you find that they present a framework for living that seems credible, worthwhile, useful, then try it out. Man wird sie wahrscheinlich annehmen, wenn du findest, dass sie einen Rahmen für das Leben bieten, das glaubwürdig, wertvoll ist, so dass du es versuchen möchtest. Und dann wirst du herausfinden. If this is not based on a freely chosen decision to engage with life within this way, then it in a sense will become just what you're doing out of habit or conditioning or what some authority has told you to do, and that to me is not ever going to be fundamentally rewarding. Wenn es nicht in einer freiwillig gewählten Entscheidung gründet, was du mit deinem Leben anstellen wirst, dann that will not be fundamentally rewarding. Dann wird das nicht then you would just be following what others have told you to do, and that would not be fundamentally rewarding. Dann würdest du nur etwas tun, was andere dir zu tun gesagt haben oder dich unterwiesen haben, und das wäre nicht wirklich grundlegend befriedigend.
Yes. Ich habe ein Problem mit einer starken Betonung der Reihenfolge der vier. Ich sehe da mehr eine vielfältige Wechselbeziehung. Zwei Beispiele. Der Schritt vom Aufhören des Verlangens zum Stoppen bzw. vom achtfachen Pfad ist ja nur plausibel, wenn aus Verlangen Leiden führt, wie es die Tradition aus Verlangen Leiden folgt, wie es die traditionelle Lehre sagt. Zweites Beispiel, wie du jetzt das für die Meditation, das Umarmen des Leidens erläutert hast, die Tragik des Lebens erkennen und trotzdem Ja dazu sagen. Das ist ja eine Auffassung, eine Einstellung zum Leiden, die schon einige Erfahrungen mit den anderen Gliedern der vier Wahrheiten und des achtfachen Pfades voraussetzt. Wenn ich aus null innerer Erkenntnis, letzter Satz, aus null innerer Erkenntnis heraus mit dem Leiden konfrontiere, dann komme ich nicht zu diesem Umarmen, sondern nur, wenn ich schon mehr weiß. Also nochmal den ersten Satz bitte. Also den ersten diesmal. Jetzt von allem den ersten Satz. Ja. Ich hab Probleme mit der Fixierung auf die Reihenfolge der vier Wahrheiten. Ich sehe da komplexe Wechselbeziehungen. Right, okay. Yeah, no, that I understand. Personally, I feel that we could look at this just as well as a fourfold task rather than a sequence of tasks. Also ich denke, wir können dies sehr auch als eine vielfältige Aufgabe sehen, eher mehr als eine Folge von Aufgaben. And in fact, in my new book, I present this as a fourfold task. I don't describe it as a sequence. Und in meinem neuen Buch lege ich es auch dar als eine vielfältige Aufgabe und nicht etwa als eine Folge von Aufgaben. Because in practice, when we're confronting a life situation, we don't operate as linear beings. We don't say, oh, well, I have to do the first thing, then the second thing, then the third thing. We're called upon to respond from all aspects of our experience in life. Denn in der Praxis, wenn wir irgendeine Lebenssituation angehen, agieren wir nicht in einer linearen Weise, erst dies, dann das, sondern wir gehen sie von vielfältigen Perspektiven an und handeln entsprechend. So, I mean, for example, let's say we're practicing comprehending dukkha. Well, to do that, we need mindfulness and concentration, which belong to the fourth stage of the fourfold path. So clearly, they're already there right from the beginning. You can't comprehend dukkha without being mindful and attentive and so forth and so on. Also beispielsweise, wenn wir die Aufgabe Dukkha zu erfassen, zu verstehen, praktizieren, dann tun wir das, indem wir achtsam sind. Und Achtsamkeit gehört zur vierten Aufgabe, der vielfältigen Aufgabe. Das heißt, es ist also schon in der Bearbeitung der ersten Aufgabe mit darin und so ist es auch bei anderen. So I think we have to treat this, if we look at this sequentially, we have to think of this more as a didactic device rather than a description of what actually happens. Also wenn wir das sequenziell betrachten, dann müssen wir es eher als ein didaktisches Instrument betrachten, statt als etwas, wie es tatsächlich geschieht. And I think it also can be used as a very useful training framework. Und ich denke auch, dass es sich als ein sehr nützlicher Schulungsrahmen benutzen lässt. In other words, I think what I think these four tasks do is to specify four particular aspects of a practice. Ich denke, was diese vier Aufgaben letztlich leisten, ist, dass sie jeweils vier bestimmte Aspekte einer vielfältigen Arbeit spezifizieren. And given our needs, it may be useful at some times to focus on one as opposed to another, just to refine and to make more familiar to us that particular aspect of the practice. Und je nach unseren Bedürfnissen mag es sinnvoll sein, mal mehr auf das eine, mal mehr auf das andere sich zu konzentrieren,
und damit sowohl vertrauter zu werden als auch entsprechende Dinge anzugehen. But I think this is characteristic of pretty much all Buddhist traditions, is that you have the training, the formal training, and then you have the application of that training in concrete life Aber ich situations. denke, das gilt also für die gesamte buddhistische Tradition. Man hat in der Regel eine gewisse formale Schulung und dann die praktische Anwendung dieser Schulung in konkreten Lebenssituationen. If I understood correctly the latter part of your question, this had to do with finding value in the notion of craving producing suffering. Is that correct? Rather than, I didn't, maybe you could just rephrase the latter part of the question. Wenn ich den letzten Teil deiner Frage richtig verstanden habe, dann hatte das irgendwie damit zu tun, Wert im Begehren zu erleben oder festzustellen. Könntest du vielleicht diesen letzten Teil noch einmal Ja, das hatte ich mir gefragt. Okay, Also, ja. Könntest du den letzten Teil nochmal wiederholen? Der letzte Teil, der ist praktisch jetzt schon beantwortet worden. Ich habe gesagt, die Beschreibung des Umarmen des Leidens setzt bereits voraus, dass man gewisse spätere Teile der 4 Wahrheiten, das ist beantwortet. Oh, good. Okay. All right. But I will give I'll give other examples in the course of the weekend. Also im Verlauf des Wochenendes werde ich noch weitere Beispiele geben. Ursula. Eine Frage zum Aspekt des Loslassens, des Begehrens. Wenn ich Ja sage zu C'est la vie, bedeutet es nicht gleichzeitig, oder die Erfahrung mache ich auch in der Meditation, das Begehren anzunehmen und gleichfalls zu umarmen, statt es loszulassen. Ja, genau. Und, und dann öffnet sich dieser Raum, von dem du auch Yes, sprichst. exactly. Yeah. See, Es ist dann nicht ein Extra, jetzt erst das und dann lasse ich das Begehren. No, that's another good. It's another good example. When it says embrace la vie, part of la vie is Verlangen. It's fear, hatred, jealousy, egoism. That's part of life too. So this also craving, the classical term. This too is to be embraced. So the first task spills over into the second. In other words, these divisions are only didactically useful, but they don't represent actually what's happening. Also wenn es darum geht, das Leben la vie zu umarmen, dann schließt es natürlich auch Verlangen, Begehren, Furcht, Eifersucht und so weiter an. Sie alle sind Teil sowohl der ersten als auch der zweiten Wahrheit oder Aufgabe, und in diesem Sinne fließt gewissermaßen die erste Aufgabe in die zweite über. So you enter into, there's a kind of a paradox. This embrace is also a kind of release. Also es ist eine Art Paradox, dass dieses Umarmen auch gleichzeitig eine Art Loslassen, Befreien ist. Yeah, so you in this paradox, and I think this is the basic teaching of mindfulness too, is that if you can fully accept that you're having these neurotic thoughts or whatever, that's the precondition for being able not to identify with them, Und to let them go. das ist auch grundlegend, denke ich, im Achtsamkeitslernen, wenn du ganz in der Lage bist, ganz fähig bist, diese Emotionen zu umarmen, das ist die Voraussetzung, um sie auch überhaupt loslassen zu können. But one of the strangest paradoxes here is that the Buddha defines comprehension or pariññā, fully knowing, in the same terms that he defines nirvana, which is the third task. Und eines Another complication. der seltsamsten Paradoxe hier ist es, der Buddha das volle oder rundum umarmen, erfassen, pariññā von Leiden in der gleichen Weise definiert wie die dritte Wahrheit. Yeah, and nirvana, also unconditioned and deathless, are all defined with the same phrase. Und Nirvana, das Unbedingte und auch das Todlose, werden alle mit dem gleichen Satz, mit der gleichen Aussage definiert. And that Satz is the absence of greed, the absence of hatred, the absence of delusion.
Und dieser Satz ist die Abwesenheit von Gier, die Abwesenheit von Hass, die Abwesenheit von Verblendung. And we're going to come back to this, so I won't explain it more, but this illustrates once again that this embrace is also a kind of nirvanic embrace, in a weird way. Und wir kommen darauf zurück und auch in einer verrückten Weise umarmt das zugleich eine nirvanische Umarmung in einer verrückten Weise. It's nicht ganz verrückt, aber in fact you'll see how it actually makes perfect sense, but it sounds strange. Also es ist nicht ganz verrückt, aber wir werden sehen, dass es vollkommen oder guten Sinn macht in einer eigenartigen Weise. Thank you. It's 1 o'clock, lunchtime. So we'll meet back here at 3. Do you need to say anything about where? Also wer sich nicht auskennt, man geht hier raus und dann